So, ich melde mich wieder aus dem schönen warmen Koh Tao. Haben heute einen Kochkurs gemacht bei Thai Cooking mit Joy. Eine super nette Thailänderin, die einem das wirklich sehr, sehr gut und schön erklärt hat. Es hat fantastisch geschmeckt. Wir haben ein eigenes Pad Thai gemacht, ein spezielles Curry, bei dem mir gerade der Name nicht mehr einfällt. Und selbstgemachte Frühlingsrollen mit einer super Aussicht. Nur dadurch, dass man da natürlich die ganze Zeit gemacht hat, konnte ich da nicht die ganze Zeit Stories machen. Hab dann nur zwischendurch ein Foto gemacht und dann mal kurz das Handy drüber geschwenkt. Ich habe anscheinend das Essen nicht ganz vertragen. Ich rede, als ob ich einen gesoffen hätte. So, das erste selbstgemachte Pad Thai. Das können wir jetzt genießen. Mit diesem Ausblick mal wieder. Abreisetag von Koh Tao. Ja, schweren Herzens, muss man sagen. Haben unsere Sachen schon gepackt und es klappt immer besser mit dem Packen. Wir warten jetzt unseren Checkout und dann geht es weiter. Erst mit dem Katamaran aufs Festland und von da aus mit dem Bus nach Bangkok. Da haben wir uns gestern Abend ein Airbnb schon mal gemietet. Dann haben wir noch einen Tag Aufenthalt da. Wir werden den ganzen Tag unterwegs sein. Wir haben jetzt 8:30 und wir werden so circa um 8:30 heute Abend ankommen. Und wir sagen jetzt einfach mal wieder, der Weg ist das Ziel. Ja, und dann haben wir morgen noch einen Aufenthaltstag in Bangkok und dann geht es zurück nach Deutschland. Schweren Herzens, weil es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Vor allen Dingen, wenn man dann sieht, was für Minustemperaturen in Deutschland gerade sind. Boah. Hier ist jede zweite Fahrt eine Abenteuerfahrt. Egal ob mit dem Roller oder mit dem Taxi. Jede Fahrt ist hier ein Abenteuer. So, zurück im lauten Bangkok. Haben gestern einen reinen Reisetag gehabt, sind gestern Abend um kurz nach 9 dann hier in unserem Apartment angekommen. Haben dann noch so ein bisschen die Gegend erkundet, haben jetzt bewusst mal einen anderen Stadtteil gewählt, als wir die letzten gesehen haben. Und heute, letzter richtiger Tag hier, wollen wir noch mal das eine oder andere hier schauen, was wir uns noch so vorgenommen haben, ohne jetzt krampfhaft Stress machen zu wollen. Und man merkt wirklich einen krassen Unterschied zu den anderen Stationen. Bangkok ist einfach um einiges wilder und lauter. Das haben wir allein gestern Abend schon wieder gemerkt. So, und jetzt gehen wir zu einem besonderen Park und wollen uns auf dem Weg noch was zum Frühstücken holen. Immer wieder ein Abenteuer, hier über die Straße zu gehen, weil Thailänder ignorieren rigoros eine rote Ampel. Die Fußgänger sowie die Autofahrer und Rollerfahrer. Aber ich glaube, jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Haben uns auf dem Weg noch kleine Verstärkung geholt und werden uns jetzt eine schöne Ecke im Park hier suchen und erstmal frühstücken.
so für Tiere sieht. Bei uns sieht man Enten und bei denen hier sieht man verdammt große Echsen. Denn dann noch Koffer? Ja, ich würde sagen, wenn wir genug finden, dann holen wir noch einen Koffer. Wir haben uns nämlich eine Option offen gehalten. Wir sind ja nur mit Handgepäck unterwegs, aber in unseren Tickets ist für uns beide noch ein normaler Koffer drin. Und das haben wir so ein bisschen als Reserve eingeplant, wenn wir noch was kaufen, dass wir dann einfach noch einen Koffer für einen Apfel und ein Ei dazu kaufen und den dann einfach aufgeben und so weniger Probleme mit dem Gepäck haben. So, nachdem ich jetzt im Park nach unserem Frühstück bei, glaube ich, 30 Grad im Schatten ganz bekloppt Liegestütz gemacht habe für eine Charity-Aktion, also ich habe 35 Liegestütze gezählt. Machen wir uns jetzt erstmal zurück in die Wohnung, in der Hoffnung, dass wir den Verkehr überleben. Machen wir uns erstmal ein bisschen frisch und gucken dann, was wir heute Nachmittag machen. Die anderen Sachen, die wir uns vorgenommen haben, sind für heute Abend. Jetzt haben wir wahrhaftig zu viel Zeit aktuell. Wir sind jetzt ganz lange durch den Verkehr von Bangkok gefahren, weil hier ein Wahnsinnsverkehr ist und ein Wahnsinnslärm. Und wir wollten ja in eine ganz spezielle Ecke, weil hier ein ganz besonderes Restaurant ist, was wir in einer Netflix-Dokumentation kennengelernt haben. Und wir sind sogar schon da. Diese Frau mit dieser Maske hat als erste Person der Welt einen Michelin-Stern für ihr Streetfood bekommen. Und genau hier wollen wir jetzt hin. Auf dem Schild, was ich da gerade gezeigt habe, stand eben noch bis Dezember ausgebucht. Wir haben ein sehr nettes Pärchen kennengelernt. Die haben sich heute Mittag eingetragen, damit sie heute Abend da essen können. Die haben noch versucht, dass wir mit rein konnten, quasi dass nicht 2 Personen gebucht haben, sondern 4, aber die haben das alles registriert und haben leider dem Ganzen eine Absage erteilt. Wir haben jetzt also die Tour einmal durch Bangkok gemacht, um leider jetzt da nicht essen zu können. Dann müssen wir das eben das nächste Mal machen und vorbuchen. Dafür steht ja extra die E-Mail-Adresse dabei. Jetzt werden wir also hier mal rumgehen und gucken, wo wir dann essen. Ja. Hallo.